So, ich weiß nicht, ob jetzt jemand da ist. Ich fange einfach mal an zu reden. Ah, fuck. Neue Manga-Episode. Und ich muss streamen. Na gut. Chapter 2, Mission 5 sollte eigentlich passen. Mal gucken. Noviembre! Use that ballista to destroy those wooden hoardings of the tower! We're almost there. Don't give up on me now, Spaniard. I'll cover you! Destroy them quickly! So, das ist ein wunderbares Minispiel. Und zwar muss man mit diesem Ballista-Dingens oben diese Holzteile kaputt schießen. Ist eigentlich sehr simpel. Wenn man erstmal durchschaut hat, was man denn genau abschießen muss. Um das nochmal für die Leute zu sagen, die das hier auf YouTube sehen, wenn ich das dann irgendwann hochlade. Die Splits da am Rand, also diese Zeiten, wo überall ein Fragezeichen ist, die sind im Prinzip jetzt nur dafür da, damit ich testen kann, wie das dann aussieht, wenn man das neben dem Player hat. Die sind schon alle tot. Interesting. Ach, jetzt muss man wieder mit E aufheben hier. Ich habe so viel Amalo gespielt, da ist Aufheben immer F. Muss man sich jetzt wieder umgewöhnen. Was muss ich machen? Ja. Das bist du wohl, Herr Nox. Liegt aber auch daran, dass ich einfach immer zu faul bin, Leuten zu schreiben, dass sie gucken sollen. Das habe ich am Anfang gemacht, aber es irgendwie kein Bock mehr drauf. Our Crusade is blessed. This is the power of the church. Also, Nox ist im Chat. Für euch YouTube-Menschen, um das nochmal zu erwähnen. Im Stupid X-Level passiert im Prinzip nicht viel. Das habe ich nur so benannt, weil Äxte im Prinzip die beschissenste Waffe im Spiel sind. Und in dem Level hat man außer Äxten keine andere Waffen. Man hat nur ganz kurz ein Zweihandschwert, glaube ich, aber das geht relativ schnell kaputt. Da kann man entweder mit dem Griff weiter prügeln oder man muss eine Axt nehmen. Spielt sich ziemlich beschissen. Ansonsten, wenn du hier auf die Splits achtest, das Level ist Fortified Bridge, also in etwa die Mitte von den Splits. Super Dialog. This gate blocks our advance. I want it open now. Can't we just wait here for somebody to open it for us? Do we really have to do this ourselves? I thought we had men for this. Noviembre, instead of making witty remarks, find a way to take down that door or I'll have you thrown into the bloody sea. Don't keep me waiting, you curs! Open it! Mierda. Have you forgotten who you're talking to? Dieser böse Spanier. So, das wird einem jetzt schon gezeigt. Ah, da muss man hin. Das heißt, man macht das jetzt hier weg und dann geht man erstmal da runter. Ganz gechillt. So, das habe ich aufgetreten. Jetzt wird man einfach runter teleportiert. Hier hinten könnte man sich noch eine Kiste holen. Kann ich ja mal zeigen. Weil ich die hier auf Nightmare noch nicht habe. Aber ich will die auch nicht holen, weil mir diese Upgrade-Punkte nichts mehr bringen. Dann müssen wir jetzt theoretisch wieder hier aufmachen, oder? War das so? Ne, jetzt müssen wir nur weglasern. So. Und da kann man in die wunderbare Kanalisation. In der, glaube ich, auch noch Kisten und sowas rumhängen, wenn man welche braucht. Aber ich brauche keine. Ja, der Endboss ist ein fliegender Schinken.
Ne, ich will ja nicht so viel spoilern. Weil sonst wird das Ganze noch uninteressanter. Der hält ja überhaupt nicht viel aus, der Typ. Das Tor öffnen, okay. Habe ich einen Bogen? Ich habe Tatsache einen Bogen. Bogen zielt sich ziemlich beschissen. Aber der ist auch stark. Man muss auch nur so ein bisschen in die Nähe zielen. Die Pfeile suchen sich dann ihr Ziel. Ist sehr praktisch. In einem Level gibt es einen Bossfight. Und man hat da auch eine Armbrust. Und da kann man den Boss so schnell kaputt machen mit der Armbrust. There they are! Get them! Gucken. Die! Da hinten. Die! Zara is our city! Ja, ich finde die Soundeffekte sind wirklich manchmal ein bisschen sehr seltsam im Spiel. Vor allem finde ich es komisch, dass manche Fatalities teilweise gar keine Sounds haben. Schön, wie du da in der Ecke hängst. So. Jetzt mal ordentlich reingeprügelt, den Mongo. Und behinderter Fatality. Der längste. Der klemmt ja immer noch da in der Ecke. Ich verstehe nicht, warum man mit 2 Waffen kämpfen sollte. Das macht nicht mehr Schaden als eine. Man macht nur mehr Hits damit, das heißt, wenn man das Achievement haben will, dass man eine 100er-Kombo macht, dann ist es vielleicht ganz praktisch, aber ansonsten ist es einfach eine Kacke, mit 2 Waffen zu fighten. So, das Schild nehme ich mal mit. Dein Mighty Quest geht gar nicht mehr, das ist ja hervorragend, Herr Nox. Dann kannst du ja gar keine Links mehr kaufen. Komme ich jetzt hier wieder raus? Da ist die Tür. Da sieht man jetzt, da schwebt so ein Kreuz da auf dem Weg. Das könnte man dann schnell mal kaputt machen, um sich einen Upgrade-Punkt zu holen. Ich wette immer, wenn ich diesen Curse-Mode hier anmache, vermatscht das Bild, weil das so viel mehr Leistung zieht als ohne. Aber der beschleunigt das Ganze ein bisschen. Man läuft schneller, man killt schneller. Guck, kann ich das von hier oben weg machen? Kann ich. 1 von 1. So, das war eines der kürzesten Level im Spiel. Ist auch sehr cool eigentlich. Danach kommt jetzt noch ein Level, was extrem kurz ist, und danach an die beiden kann ich mich gar nicht mehr erinnern. So, 52 Upgrade-Punkte übrig. Wahnsinn. Dann gucken, habe ich schon das nächste Curse-Upgrade? Nein. Okay. So, dann kommt jetzt Guard-Boss. Ein Boss-Level. Ein Boss. This town will be mine, and I will go down in history as the conqueror who claimed it. Let those who want their share of my glory follow in my footsteps. As for the others, they can stay behind to die at our backs. He really hates us. Rotten luck, isn't it? They're going to take everything. Farewell treasures. Goodbye, bags of gold. Don't worry. We'll give them a head start, and then we'll move on. So, in dem Level hier gibt es im Prinzip nur diesen einen Raum hier. Das heißt, wenn man die ganzen Secrets haben will, muss man
Bevor man zum Boss geht, schon gucken, wo die sind. Da müsste theoretisch zum Beispiel da hinten noch eine Kiste sein, die ich einfach mal mitnehmen kann, just for fun. Die anderen beiden Kisten kann man, glaube ich, auch im Bossfight noch holen. Ist aber relativ nervig. Und an dem Boss kann man sich auch, wenn man cheesen will, einfach das Achievement holen mit der 100-Hit-Kombo, weil der Boss in einer Phase vom Kampf unverwundbar ist. Das heißt, man kann, wenn er unverwundbar ist, einfach auf ihn einprügeln, bis man 100er-Kombo hat und dann hat man das Achievement. Relativ simpel und dumm. Knights, I am the guard captain of Zara's elite. In the name of the King of Croatia, his place marks the end of your baseless assault. Lay down your weapons, warrior. It's too late. Your city is ours. I'd listen to him if I were you. Don't be an idiota. Oh, cursed Crusaders! Here you see the 5 worlds, filled with the skeletons of the countless invaders who have marched on our city in centuries past. I hope you find their company pleasant, for you are about to join them. For eternity! Don't be unreasonable. We outnumbered you. You think so? Hardly. What? You carry the curse as well? Who are you? We tried to tell you you were making a mistake, hombres. Now we're pissed. I am Dens de Bale, son of Jean de Bale. My quest is just, and you will not stand in my way. So, was kann der Boss? Er ist fett. Das ist seine Superfähigkeit. Und in dieser Phase vom Kampf ist er unverwundbar. Das heißt, man muss jetzt diese ganzen schwulen Teile hier kaputt machen. Was extrem nervig ist und extrem lange dauert. Und wenn die alle tot sind, kommt man wieder in die normale Welt zurück und kann ihm Schaden machen. Ansonsten könnte ich mir jetzt halt die Combo holen, wenn ich das wollen würde. Also die blauen Geister sind ja eigentlich immer noch relativ okay. Die sterben schnell und können halt nicht viel, aber die Orangen, die muss man mit dem Feuer kaputt machen. Was ist denn der Boss? Ach, der hat dann noch so viele. Das dauert immer so lange, das zu casten. So nervig. So, das müssten jetzt eigentlich alle gewesen sein. Gucken. Ah, das ist doch nicht. Ah, da hinten steht noch einer. Das ist jetzt natürlich kacke, weil dann muss ich die killen. Und danach zurückrennen zum Boss. So, komm her hier. The Captain is vulnerable. So, die kann man auch nicht einfach so angreifen. Da muss man immer erst kontern und dann hoffen, dass man nach dem Kontern eine Attacke reinkriegt. Oder man wartet, bis Esteban was gemacht hat. Damit es einfach ist, nimmt man einfach wieder die Stunlock-Kombo. Und drückt ihm die rein, solange bis die nächste Phase vom Kampf kommt. So, und jetzt kommt im Prinzip genau das gleiche nochmal. Lass mich doch mal in Ruhe, du Wuchtel, ey. Jetzt einfach weiter auf Esteban gehen. Oder, gut, oder er greift mich einfach an und Esteban killt die Geister, ist auch gut. Ist immerhin so schlau und macht die von alleine kaputt. Geh doch mal weg. Du nervst. Ja, Spike streamt schon seit 2 Stunden oder so. Da erzählt es mir nichts Neues, weil ich den die ganze Zeit verfolgt habe. Aber dann habe ich entschieden, ich möchte mit dem Spiel hier mal schnell noch durchgehen. Er hat vorhin Rayman gespielt. Das war eigentlich ziemlich langweilig, aber er hat einen komischen Typen im Skype gehabt.
ist ja immer noch hinter mir her. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, du fette Sau. So, jetzt habe ich gerade Schaden bekommen. Jetzt hat er mir halt meinen Helm weggehauen und hat mir danach nochmal gegen den Kopf gehauen. Das heißt, man kriegt dann halt Schaden. Los, Esteban, da hinten ist noch ein Oranger. Töte ihn. Gut machst du das, Esteban. Hier. Ich stun dich damit. Immer noch einer irgendwo. Nervig. So, wo ist der? Bin ich blind? Ich sehe nichts Gegner. Mal gucken. Da hinten ist ein blauer. Die blauen kann man natürlich auch mit dem Feuer töten. Waren das jetzt immer noch nicht alle? Doch. So. Das Ganze muss man dreimal machen. Ich glaube, da gibt es keinen Weg drumherum. Wenn man das Game wirklich speedrunnen wollen würde, dann wäre es natürlich ziemlich nett, wenn man da einen Weg hätte, um herumzukommen. Aber ich habe das Level jetzt schon mehrmals gespielt und irgendwie nie einen Weg gefunden, um es schneller zu machen. Ja, ich denke, der einzige Weg, das vielleicht schneller zu machen, wäre, dass man eventuell in das Level kommt mit einem Morgenstern als erste Waffe. Weil man ihm mit dem Morgenstern den Helm schneller wegschlagen kann. Und wenn der Helm dann erstmal weg ist, kann man mit dem Zweihandschwert knüppeln. Das wäre so das, was mir am logischsten erscheint. Aber ansonsten hat man nicht viel mehr Möglichkeiten, weil das Zweihandschwert macht den meisten Damage. Und ich prügel die ganze Zeit damit auf ihn ein. Los, stirb. Ja, tot. You have defeated me. I will wait for you in hell. We will free ourselves from the curse. We will find a way. You are a pretentious young man. You are cursed. Nobody has ever escaped it. You're wrong. I will redeem my soul. Redemption? I have heard of a way, but you are too late. Another has already begun. Seeking the way out. What? Who is looking for a way out? The worst of your lot. The one who commands your armies. Flander? That old coward? I don't think so. He's a simple man. It has to be someone more cunning. You're right. Someone who would be wise enough to lie low in the shadows without arousing suspicion. There can be only one.
Das ist aber in der Tat nicht richtig, Herr Jack. Ich habe dir schon mal erklärt, dass ich das Parieren in Amalur für komplett nutzlos halte. Weil entweder machen die Gegner so oder so keinen Schaden und das Blocken kostet im Prinzip genauso viel Zeit, als wenn sie einen treffen. Von daher bringt es keinen Nutzen, wenn man es macht. Ich habe das auch bei meinem aktuellen Durchspielen nur 100 Mal gemacht, damit ich das Achievement dafür bekomme. Ansonsten habe ich nicht pariert, weil Rollen wesentlich besser ist. Mit Rollen absorbierst du den ganzen Schaden und du hast sogar noch eine Chance, den Evasion Proc zu bekommen, mit dem du danach 3-fach Schaden machst. Das ist ziemlich praktisch. So, jetzt kommt To the Castle, laut meinem Split. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Level ist. Aber es klingt lang. I don't understand it, Dance. De Montferrat is looking for a way to redeem his soul. Or maybe the soul of someone close to him. He knows a way to undo the curse. And this so-called diversion led him to Sarah, where he seems to have found a clue of some sort. But what could it possibly be? I have no idea, Esteban. Do you think it's related to his attack on Byron? Maybe it is. Martin Dalgais could have had something Boniface needed. All we have to go on is guesswork. But if we can find out what he knows, maybe we could redeem our souls and dodge hell altogether. He must have the same idea. Unless he's loco. Well, trying to avoid eternal damnation in hell seems as valid a reason as any, doesn't it? Oh, don't remind me. I think I'd prefer the plague to this curse. How many carry this burden? Finding a way to get rid of it would be a blessing for us all. I find you surprisingly charitable for a lawless man, Esteban. But certainly not heartless, hombre. Ja, das stimmt ja eigentlich auch, Jack, dass der Rogue mehr Damage bekommt als der Krieger. Das ist ja auch logisch, aber parieren bringt halt nichts. Du musst rollen als Rogue, damit du deinen Evasion Proc schneller kriegst. Und je mehr Evasion du kriegst, desto mehr Damage machst du. Und da Parieren auf dem Krieger genauso nutzlos ist und auf dem Mage auch nichts bringt, ist das Feature komplett sinnfrei. Vor allem, weil die ganzen Parier-Attacken nicht mal Schaden machen. We're trapped. Take cover! So, wir sind natürlich jetzt hier total getrappt. We're stuck. No way our blades can break through these doors. Well, let's warm this place up. The gold! Tell us where it's hidden! Okay, das Level kenne ich doch You'll noch. talk, Das ist or gar nicht you'll so lang. die. Habe ich kein Zweihandschwert in der Mission? Doch, habe ich. Ich finde es gut, dass die Fatality-Animation mit dem Kopf abschlagen nicht funktioniert, wenn die Gegner einen Helm haben. Dann bleibt es halt ganz. Nee, ich erkläre dir nicht, warum der Schinken fliegen kann. So, wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich lang? Das ist immer das, was sich so ein bisschen nervt. Man weiß teilweise nicht, wo man lang muss. Hier? Okay. Not a problem, compadres. El Señor Noviembre will deliver you. Senor, you're climbing the ranks rather quickly, don't you think? This way, you'll be a knight by tomorrow. Perhaps even a high baron. Come on, senor. Let's do this. Going to have to break the guard.
Mann, diese Spuchtel neben dem Schild. So nervig. Halten extrem viel aus. Und dann muss man sie immer noch wegschieben. Gib mir den Stock. Wo ist denn der Stock jetzt hin? Da. So, mal gucken, ob ich das jetzt schon wegschieben kann. Komm her, Esteban. Komm, Esteban. Ich drücke Q. Ich aske for help. Ah. Ey, ich stacke. Nett. Ich stacke immer noch. Dann muss ich jetzt wohl warten, dass er da fertig wird. Da kommt er. Los. Ich stacke in dem Auto fest, aber ich schieb's trotzdem einfach mal. So, das ist der Flandre hier. You two still breathing? Good. Fall into rank. They may outnumber us, but God is on our side. Take up your weapons. Armbrust, so stark. Das war eben gerade gut. Ich weiß nicht, ob man das auch gehört hat im Stream, weil ich meinen Sound ein bisschen runtergedreht habe. Aber da hat ordentlich der Knochen gesplittert, als der Typ da die Keule ins Gesicht bekommen hat. Ja, die Armbrust sollte man wirklich nerven. Das ist die stärkste Waffe im Spiel. Man hat zwar nur begrenzt Munition, aber wenn man wirklich mal welche braucht, dann liegt die in der Regel überall rum. Hier zum Beispiel. Hey, das sind Archer. Du musst sie töten. Hier, nimm diese Munitionskisten. Sie machen es bestimmt einfacher. Ich finde diese random Zooms immer so komisch. Das Spiel zoomt einfach ohne Grund irgendwo hin. So, das war's, glaube ich, schon mit dem Level. Make way for Lord de Montferrat. Well done, Bandois. I expected nothing less of you. Before sunset, the Venetians will have this city conquered for themselves, and we will be free and clear of any debts or obligations. Crusaders, stay true to the objective. You shall have eyes for nothing but the red chest. You shall not break nor burn anything in your path. Search from the deepest dungeons to the highest corners of the ramparts. Leave no stone unturned. And find it! It shall be done, my lord. You are the young de Bale, are you not? Yes, my lord. I have heard about your valorous deeds. In fact, de Villehardouin does not stop raving about you. I wonder, would you accept a charge at my behest? Might I know to what end before I accept, my lord? You see, the master of this city is, shall we say, a peculiar man. His name is Ladislaus. He waits for us at the end of these battlements. He is a powerful warrior who draws his power from the curse. You know of what I speak, do you not? I would not deny it. Not so long ago, Ladislaus governed Zara with a just hand. Then the curse took its toll. He fought against it for many years, at first keeping it at bay, then attempting to tame it. And eventually, he tried to control it. But the curse bested him in that endeavor. His futile struggle drove him to madness. Unfortunately for us, insane as he is, Ladislaus remains a mighty warrior, well capable of repelling an entire army on his own. He would use his mastery of the curse to an unspeakable end. I understand what you would have me do. But mad or not, what honor is to be gained by unseating this man? I've heard that your uncle took your land and your castle from under you, de Bale.
Is that true? I will reclaim what is ours soon enough, and my uncle will receive no less than he deserves. I have no doubt. But to make that happen, you must locate your father, yes? They tell me he is the reason you joined our crusade. That is true. He is the only one who can assert rightful ownership of our property, if I ever manage to bring him back home. Then, you think he is still in Jerusalem? He never returned from the Third Crusade. If he's still alive, that's where I'll find him. Very well, then. I have a cadre of well-informed men positioned in the Holy Land who may be able to find some clue as to Jean's whereabouts. Here is my offer. Serve me by fighting Ladislaus, and I will send out my men to gather information. What say you? With my neck on the line, it seems I still have more to risk. Then we have an agreement. I shall seek you out after he is defeated. Do not disappoint me, DeBale. Hans, I trust that man as far as I can throw him. Be careful. He's powerful and he has connections, Esteban. If he does have information about my father, I can't afford to ignore his proposal. But something's not right. I can't put my finger on it. But I've got a bad feeling about this hombre. Well, he knows more than he's letting on, that's for sure. See? I told you. Wait. How are you so sure? I never told him my father's name was Jean. Ah, you're a clever man, amigo. But watch your back. Ever hear the proverb, if someone lends you their right hand, it's probably to beat you with the left? Yes, and I know another that says, keep your friends close and your enemies closer. We'll be following that one to the letter. That's for sure. Nein, hier Jack, das interpretierst du alles komplett falsch. Weil Esteban ist zum einen aus Spanien, nicht aus Mexiko. Und im Moment spielt das hier in Kroatien. Der Anfang vom Spiel ist in Frankreich, danach geht es weiter in Konstantinopel und am Ende ist man in Jerusalem. Doch, die Story gibt es im Internet. Da gibt es eigentlich ziemlich viele, die die Story zusammengefasst haben. Ich hatte mir das ja auch angeguckt nochmal. Weil ich neben einem Level hatte ich eine von den Kisten nicht gefunden. Da hatte ich dann Walkthrough gesucht und in den Walkthroughs steht auch mal noch die Story zusammengefasst drin. Ja, Kuri ist auch von Kroatien. Hear me now, Crusaders. Our assault on this castle will decide this battle. Look alive, men! Zara shall be ours! All with me! Tonight, the flag of our holy crusade will flutter from every rooftop! To me, Crusaders! Also man hat hier eine Armbrust, dann kann man die auch benutzen. But it is far from over! Eigentlich ist das Spiel auch gar nicht so unbekannt. Das ist jetzt halt immerhin schon 2,5 Jahre alt oder so. Und wenn ein Spiel in der heutigen Gesellschaft 2 Jahre alt ist, dann kennt es kein Schwein mehr. Was lag hier gerade noch? Was lag hier? Ja, ich habe nur eine Waffe, dann nehme ich den Gladius noch mit. Esteban, can't take care of this by myself, you know. Be with you in a moment! You fight like your mothers! Ich muss aber sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wie schlecht die Armbruststeuerung ist. Das ist grandios kacke.
Alter, wie viel Leben zieht der mir denn ab? Mir gerade mit 2 Hits den ganzen Balken weggehauen. Oh, er ist tot ohne Fatality-Animation. Weapon just fell to pieces. So, es ist immerhin gelb. Da lag eben noch ein weißes Schwert. Nehme ich lieber als weiße. Esteban, I'm going to need your legendary strength. What is it? So, jetzt müssen wir gucken. Jetzt fehlt mir immerhin mal schon ein ganzer Lebensbalken. Das direkt am Anfang von der Stage. Das ist nicht sonderlich gut. So, wo liegt denn jetzt hier die Muni rum? Ich habe nur noch einen Schuss. Oh, ist hier gut, ey. Mein Curse-Balken ist auch alle. Warum? Der müsste sich ja eigentlich total schnell wieder auffüllen. I'm out of ammunition. Ich muss doch das hier bestimmt schieben. Aber das hier? Ach, da liegt doch Ammo. Ja. So, kann ich jetzt hier das Ding schieben? I'm not going to do this alone, Esteban. Be with you in a moment! Also der letzte angebrochene Energiebalken füllt sich nach dem Kampf immer wieder auf. Watch out! Das braucht man aber auch in Take manchen cover Levels. and return their arrows in kind. So, nochmal Muni mitnehmen, bevor ich weitergehe. Gucken. In dem Level gibt es ja auch wieder einen We'll need Boss. to move quickly. Let's not give him time to massacre all these men. Was gibt's hier? Keulen. Ich mag Keulen nicht. Zumindest nicht die Keulen, die es im Spiel gibt. For Lord Ladislaus, we must hold this position! Yes, sir! New troops, same tactic. Break their guard. It's not only their guard I'm going to break, hombre. Ich find's so sinnlos, dass die mit ihrem Schild nicht blocken können, nur weil der Curse an ist. Als wenn sie auf einmal vergessen, oh, ich weiß nicht mehr, wie man das Schild vor sich hält, weil das so eine extrem schwierige Tätigkeit ist. Gib mir das. So, seid ihr jetzt beide tot oder ist der Twitch-Chat wieder kaputt? Weil der ging vorhin auch schon nicht. Das war ziemlich nervig. Tschüss. Was ist denn das komische Schwert jetzt, was da lag? Schade. Weil mein Schwert ist jetzt kaputt. Da hätte ich ganz gerne ein neues gehabt. Ja, du solltest dir das hier gut antun. Das ist immerhin noch spannender als Metroid. Komm, Esteban. I'm going to need your legendary strength. Coming! I'm going to need your legendary strength. We hold it close. The world's true heart beating from within its velvet shroud. 100 faces of the curse have whispered. They want it. But it is ours, and they shall not have it. The blood runs from the mouth like spoiled wine, leaving under the tongue its bitter dregs. The light sent only its executioners. They shall die under our blades. Hey, you! Time to surrender. Your city has fallen. Drop your weapons, Ladislaus. Your men are no more, and Zara is taken. We have won.
Weapons break the skin. The curse tears at the soul. You see the sun while it rains blood. It will take you to the depths of the abyss. Abomination, it will never release you. So many times we've tried. So many times we've failed. Tell me, my companions in adversity, what did your last nightmares teach you? Ours revealed nothing. Does the world's true heart bring us no answers? Neither to us, nor to you, nor to anyone else. Estás zafado. It's like two people are talking with the same mouth. Careful, Dens. The world's true heart? What are you talking about, Ladislaus? Who sent you? What are you looking for? The world's true heart is safe in its chest, while we sit upon a throne of flesh. Don't you understand? If you haven't experienced it yourself, their deaths are their own. Safe in its chest. Must be the red chest in Montferrat is after. But what is the world's true heart? Listen to me carefully. If you give the heart to us, you will be allowed to live. I swear it. Yeah, trust Dens, Ladislaus. It's better if you give it to us, instead of him. The blades of knights are stained with curses. Hell rises. The journey's end is nigh. Your armor melts on your skin. Your brittle bones crack in the flames. What is there to trust in one's nightmares? The world's true heart will remain in our hands. It is ours! Bla. Also, man sollte anmerken, die suchen die ganze Zeit nach einer roten Kiste, ja? Wir bleiben mal dabei, dass es eine rote Kiste ist. Und dann beachten wir mal, was wir danach für eine Kiste bekommen. Ja, 2 Hits, halber Balken weg hier. Bei einem Balken. Dann kill ich halt zuerst dich. Kannst du bitte noch mehr aushalten? Danke. So, jetzt gibt mir ein Zweihandschwert. Jetzt nehme ich die Armbrust. Mann, Esteban, du bist im Weg. Ich will dort nur den Boss abschießen. Du bist zwar nicht der Boss, aber du bist auch im Weg. Sonst habe ich noch einen Schuss übrig. Reicht natürlich nicht. So, Zeit dich zu stunnen. The only thing his voices agree on is his cowardice. Let's follow him. Hurry! Blades will not win this for us. We need power. It's power. You're right. Let them join us in the infernal Farandole. We will watch as the flames blacken your bones. Die Geister sind wohl anscheinend unkaputtbar. Wo ist denn der Boss-Typ jetzt hin? Doch nicht unkaputtbar. Geht das nur mit Feuer? Lahm.
Dauert ja ewig, ey. Ich kann mich zwar nicht mehr an den Kampf erinnern auf normal. Oder auf schwer, als ich gespielt hatte. Aber ich glaube, so lange hat das nicht gedauert. Ist auch sehr herausfordernd, wenn man die ganze Zeit nur Shift und E drückt, um Feuer zu machen. Los, Esteban, töte schneller. Tot. Wo ist der Typ? So, dann probiere ich nochmal, ob ich den blauen noch so killen kann. Normalerweise kann man ja die blauen einfach so kaputt machen. Die Tatsache. Und geht es bei dem vielleicht auch. Hey. Ich mache im Prinzip nur den Curse an im Kampf gegen den Typen, weil die Waffe dann nicht so schnell kaputt geht. Falls sie überhaupt kaputt geht. 100er Combo, das wäre jetzt eigentlich schon ein Achievement. Aber das habe ich ja schon. Das dauert viel zu lange, das ist so lame. Bail, my young friend. So, jetzt achten wir auf die Kiste. Ist das eine rote Kiste? Sieht nicht wirklich rot aus. Here it is, my lord. The loony bastard had hardly hidden it, and we found it easily. I, by rights, you, should open it, my lord. Safer that way. Behold, warriors, a Die rote fragment Kiste. of the true cross. It is divine proof that our crusade is just. Kneel before God, my brethren. Eine halbe Brezel. Kneel before me. Badois, let de Villehardouis know that we have taken the city. I'll have the camp settled on the port. At once, my lord. De Bail, my word is my bond. I shall keep my end of the deal. Esteban, I believe your talents are about to become very useful. Tonight you'll shadow them. Try to learn what you can about this. Finally, a task worthy of my skill. I wear the night as a mantle, hombre. Ja, das ist das mächtige Zephyr Blade. In Amalur war das ja auch so, da war auch bei irgendeiner Quest dann das Schwert ein Stock. Das war genauso blöd. So, jetzt kommt Chapter 2, letztes Level. Let me help you understand, Badois. Redemption has become irrelevant. The relics are the key to our ascension, and we shall gather them. Then our souls won't be redeemed? And eternity in hell no longer frightens you? I thought... You aren't following me, are you? There is so much more to gain. Redemption is a scrap from the table. Badois, my dear Badois,
You've burned entire villages to the ground. You were losing yourself to the hatred. And who was there to channel that rage and give it purpose? You did, my lord. And I am ever grateful for that. That's right. I was there to counsel you then, and I am here to guide your hand now. Have faith in me, as you always have, and you will not regret it. I defer to your wisdom, my lord. At some point, I will need to know what is to be gained. What could be more important than redemption? A legacy. All the lands you have conquered, all that you have fought for, you will keep them. People will remember you as a master of war, but to that end, our quest must be achieved. My sword is yours, my lord. What is to be done with Ladislaus? Before he became unhinged, his love of the sea surrounding this city was well known. Let the Cretan be thrown from the battlements, so that he might unite with it. Surely he could not dream of a sweeter sentiment. As you wish, sire. Esteban, what news? This crusade is a damn pack of lies, hombre. Our attack on Zara had nothing to do with the Holy Land. And I'd say, the payment of the Venetians for the fleet of ships is nothing but a convenient coincidence. What? What do you mean? Your amigo de Montferrat is using the crusade to search for relics. Like the fragment of the Veracruz. I don't know what he wants with him, but he's got something to do with the curse. There was some truth to the captain of the guard's words. The Montferrat wants to redeem his soul using the relics. No, Dens. I believe the captain was misled. The Montferrat is definitely trying to do something besides find redemption for his soul. How could that be? You're sure of this? What else would he do with the relics? I didn't learn enough to say for sure. We'll have to keep digging. But it was pretty obvious that he's planning on drawing his profit from it here in this life. He certainly isn't going to wait until he's dead. And what role does de Flandre play in this? Oh, he's part of the Montferrat scheme, all right. He follows him everywhere, like a hungry dog. He's got something to gain from this too, that's for sure. My father must be connected to all of this somehow. Whatever de Montferrat was looking for in Byron Castle, what he wanted from Dalgais, it has to be one of the relics. How many of them are there? And what will de Montferrat do when he gets them all? I don't know, but the road to Jerusalem awaits. If I understand what I just heard, he'll be looking for something there too. You're right. If there is one place that would play host to a cache of blessed relics, the Holy Land would be it. It's best to sleep on it for now, Esteban. Our quest is far from over. We'll need the rest. Wake up, Esteban! It's the middle of the night. Let me sleep. No, Esteban. This is no night. It's another dream. Mierda! Hardly worth calling it a dream. It's another one of Death's nightmares, right? Come, draw your blade. Maybe we can put an end to this adversary once and for all. Father! Have you been drawn in as well? Father! No! Pull yourself together, hombre. It's death, playing with our nerves. We have to stay strong. You're right. This is not really my father. Just focus on reaching that light. Like last time, remember? Let's move, Spaniard. So, nach diesem Nightmare-Level hier kommt das beschissenste Level im Spiel. I couldn't do anything. I was all alone. My wife killed. Her blood on your hands. She was my mother! Do you think me so heartless? I wish you had never been Also beschissen im Sinne von Truly ashamed of me, Father? You are relativ staying schwierig. on the Debale crest. It is your brother who tarnished it, but I will have my revenge.
Esteban ist mal so nutzlos in diesen Nightmare-Leveln. had but one responsibility, Macht einfach mal and you nichts. failed me. I was only a child! Ja. What more could I do? Vagabond, wanderer. Vagabond. You are a failure in all things. I travel only to seek you out, Father. My castle could have been yours. You failed. Get it back, and I will restore our family's honor. You have ruined your chance to Ja, make bitte a block father mich, Kadaver. proud. Sehr Many nett. sons would have given up long ago, but I will fight on to earn your respect. Hier geht's ja gar nicht weiter. Ich dachte, hier geht's lang. Mensch. Muss ich doch hier oben lang. Gut, dass man die fast nicht sieht. So, der ist auch tot. Was auch immer das war. Ein Schild. Gib mir das Schild. Jetzt gibt es hier einen neuen Move. Gib mir Move. Here's the fountain. It hasn't changed since last time. What will it have to teach us? I am held prisoner inside this door. Free me. Purify me. So, jetzt hat man im Prinzip eine Armbrust bekommen, die mit Feuer schießt. Ist nicht wirklich kreativ, aber ist teilweise ganz praktisch. Auf jeden Fall praktischer als der andere Feuerscheiß, den man hat. Kann man natürlich im normalen Spiel auch nicht ewig lange benutzen, weil der Curse-Balken darunter geht. Aber hier im Nightmare kann man das die ganze Zeit benutzen, wenn man das will. Wird so ein bisschen wie ein Shooter. Ja, ich will es wegpacken, danke. So, dann muss ich die Tür abschießen. Ich bin zu weit weg. Schieß doch auf dich, Tür. Geht doch. So, und jetzt kommt wieder dieser obligatorische Kampf gegen den Tod. Na, erstmal hat er eine Horde Zeugs hier. Aber überwiegend blaue, es soll schnell gehen. Hat heute irgendjemand schon was vom Werfer gehört? Ich habe ihn vorhin einmal, als er kurz online war, angeschrieben mit Opfern, hat er sich direkt wieder ausgeklinkt. Nee, der hat kein Real Life. Nicht zwangsweise. Ends the bed. Your quest So. is at an end. Mouse left, Mission. We must be together to win. Ja, ich kann nicht togethern, wenn hier Zeug mich angreift. Let's unite our power. Eh. Unleash hell. Let the flames devour him. You shall not escape my grasp. So, das habe ich erstmal runtergelasert. Muss ich nur mal prügeln. Wo ist er denn? Damn
I will have you follow me to hell. Taste the curse's rage! Esteban, with me! Let the flames devour him! You shall not escape, Esteban no Biembre. I will bring your eternal damnation. Stirb tot. Du bist zwar schon tot, aber du sollst trotzdem sterben. A damned soul. A delicacy. Taste the curse's rage! Esteban, with me! Ich finde es schade, dass man diesen Laser im normalen Game nicht schießen kann. Ich hab dich doch gerade gelasert. Was ist denn los mit dir hier? Taste the curse's rage! Esteban, with me! I love watching the flames of hell dance! Also bei der Fall ist ja das Real Life im Prinzip auch meistens nur, wenn er mal einen Tag nicht da ist, ist er entweder im Kino oder spielt an der Konsole Call of Duty oder sowas. Warum stuckst du hier, Esteban? Bist du behindert? Dreckiger Türke? So, jetzt bist du einigermaßen befreit, also komm mit. Wir müssen lasern. Let us liberate the fury of fire, Esteban! Medium rare dance, or well done! Hey, es hat gezählt. Sibel, I have come to take you. I am everywhere. I am always. Nochmal. Mann, das ist aber nicht normal hier. Ein Boss hat 3 Phasen normalerweise. Außer im WoW. In WoW können sie auch mal schon mal 8 haben oder so. Let's unite our power! Unleash hell! The fury of fire! I like it! Muss ich dem Türken erst wieder helfen. Gib mir meine... Manchmal will das Spiel nicht so, wie man selber will. Dann gibt es einem die Armbrust einfach nicht. So. Jetzt 5 Minuten Cutscenes und dann Akt 3. New powers or not, that was a harder battle than before. What hope do we have of success against death next time? We are not immortal, Esteban. He will win, eventually. And on that day, whether or not we are damned is all that will matter. Jetzt müsste nämlich rein theoretisch das Outro kommen für Kapitel 2 und dann müsste das Intro kommen für Kapitel 3. Kapitel 3 ist, glaube ich, das Schwierigste. Insgesamt. Mal gucken. As winter fell in 1202, the Venetian conquest of Zara was complete. Pope Innocent III threatened to excommunicate the whole of the Crusade for this fratricidal attack. But Boniface de Montferrat, who had returned from Rome just in time to witness the victory, had already provided a reason for him to stay his hand. During his visit, de Montferrat had a discussion with his cousin, Philip of Swabia. Philip introduced him to the young Alexius Angelus IV, son of the Byzantine Emperor Isaac Angelus II. Alexius IV told of a power struggle in his homeland of Constantinople. His uncle, Alexius III, had usurped the throne in 1195, after gouging out Isaac II's eyes and leaving him to rot in a jail. Having heard of the Crusade's great debt to Venice, Alexius IV made Boniface a rather interesting proposition. He would pay the Venetians, provided that the Crusaders help him reclaim the Byzantine throne and free his imprisoned father. The Venetians, who had been in open conflict with the Byzantines for 20 years, were pleased by Alexius IV's proposition.
Indisposed to fight other Christians despite the attack on Zara, the High Barons were convinced by the Catholic clergy that the Orthodox Byzantines were just as great a threat as the Muslim forces that now occupied Jerusalem. Truth be told, the crusading army had become little more than a legion of mercenaries, ready to sell itself to the highest bidder. Heavily in debt, unable to continue its quest to Jerusalem without support, the Crusade seemed more than ever a shadow of its once pious intentions. When spring arrived, the Crusaders set out for Constantinople and arrived in July 1203 at the foot of the city's battlements. As for my son, his skills as a warrior were tested and proven in the previous battle. The High Barons saw fit to entrust him with a modest squadron of his own. Was ich nicht verstehe, ist ja, dass die sich verschuldet haben, weil sie Schiffe gebaut haben. Die könnten doch einfach von Italien rüberreiten nach Jerusalem. Wäre auch easy. I have the strangest sense of déjà vu, then. Everything is going to be fine, just like last time. Remind me again. Why are we here and not in Jerusalem? We are assisting the son of an emperor to reclaim his city. You need not tell me what you think of that. The more progress we make, the more guilty we become, then. All this has very little to do with the Lord's word anymore. And that's to say, nothing of the Montferrat and his schemes. But hey, as long as there's gold to be had, I guess. And thanks to your promotion, that gold is going to be more accessible than ever. It appears that the Esteban I know is back. But you do realize that I didn't accept this promotion for gold, right? Besides, I never expected a military promotion to be a problem for you. You're not jealous, are you? He's But you jelly. are talking about my new tunic. It is only so I look less conspicuous next to you. After all, I don't want people to judge you by your company. And frankly, it's a beautiful cross, isn't it? It's perfect. It's about as righteous as you are. I'd like to see you draw a better cross with a brush soaked in pig's blood. You know, Esteban, there is something dark behind all this. I want to unmask it. We'll see this through to the end. I am your shadow, Templar the Ven. Shadow that owes you his life. All of you, listen to me. For those who don't know me, I am the Templar, Dens de Vale. I was given command of this detachment on the orders of the High Baron, Lord Boniface de Montferrat. You will obey my voice as though it were his. Yes, Templar de Vale! That was easy, wasn't it? Our mission is as follows. When the frontal assault begins, we will bypass the Great Wall. Our objective is to destroy their trebuchets and to push through to the rendezvous point, around the Golden Gate. We'll split into two groups. The first, led by Esteban, my right-hand man, will climb the battlement. And the other will stay with me on the bottom of the wall. Understood? Understood! Lord! Steel yourselves, Crusaders! We come alongside the shore! So, das Level ist total Arsch. Wenn man hier alleine ist. Man hat Esteban erstmal nur am Anfang bei sich. Der verpisst sich danach. Und dann hat man rein theoretisch noch diese ganzen anderen Heinis hier, aber die sterben halt alle sauschnell. Das heißt, man ist dann den größten Teil erstmal alleine. Und wenn man alleine gegen 4 Gegner oder so kämpft, dann stirbt man einfach mal sauschnell. Dazu kommt halt noch, dass es in dem Level fast nur Kackwaffen gibt. Muss ich mal gucken, ob ich hier was Gutes kriege. Da haben wir ein Schwert. Ein Stab. Ich glaube, das war es auch schon hier. Ein Schwert. So, die warten jetzt hier in dem Turm. Dann verpisst sich erstmal die Hälfte. So, jetzt sieht man, Esteban ist oben. Und ich bin jetzt unten und habe die paar Heinis noch.
So, das Ding brauche ich. Man muss hier jetzt gucken, dass man die Waffen, die ganz gut sind und brauchbar halt irgendwie mitnehmen kann. Da liegt ein Schwert. Ein Straight Sword. Der hat auch noch ein Schwert. Das will ich natürlich haben. So, und jetzt sind alle meine Typen tot. Glaube ich. Und das ist ziemlich kacke. Waffe kaputt. So, du hast ein Schwert im Gesicht. Jetzt will ich das Schwert da unter mir bitte haben. So. Ich werde jetzt einfach mal die sinnvollste Taktik probieren und hier einfach durchrennen. Wenn dann ein paar Gegner vorne bleiben, reicht es, glaube ich, theoretisch, wenn man hinten die killt. Ansonsten spawnen hier die ganze Zeit neue, wenn man die killt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber man muss hier irgendwie stehen, dann kommt man in den Turm rein. Bin ich mir nicht ganz sicher. So, du kannst mal gehen hier, du stinkst nämlich. Vielleicht muss ich einfach nur warten. Ich probiere das mal. Hey, ich bin gerade am Turm angekommen. Ich möchte jetzt bitte da rein. Gut, dann probiere ich es mal noch mit ein bisschen Snipen. Natürlich aufpassen, dass von hinten nichts kommt. Weil die da respawnen. Und tschüss. Ich will da rein. Kackspiel, Junge. Was machst du? Also die normale Armbrust ist... Na, jetzt kommt er von hinten, war klar. Die normale Armbrust ist trotzdem stärker als die Feuerarmbrust. Jetzt habe ich nur noch den Speer. Ich bin fast tot. Auch cool. Also die zweite Hälfte von der Level ist relativ einfach. Das ist nur der Anfang, der hier so schwer ist. So. Jetzt ist nämlich Esteban wieder bei mir. Das heißt, ich kann den zum Tanken benutzen. No trebuchets yet, Dance! They must be close. Charge! Try to stay together. Ich habe jetzt auch meine ganze schöne Rüstung nicht mehr an. A trebuchet! Damn machina! Er ist doch schon kaputt. Bleib mal ganz By locker the hier. flames, Esteban! By the flames! You know what to do! Well, maybe we should kill the soldiers. Das muss ich protecting den it Typen before hier, we wenn es try geht, that. snipen. Steuert sich sehr seltsam. Hold them back! Gut, so kann man gar nicht zielen. Sehr nett. Jetzt bin ich tot. Theoretisch könnte Esteban mich jetzt wiederbeleben, wenn er nicht da stacken würde.
Oh, er hat mich wiederbelebt. Sehr lieb. Ah, keine guten Waffen. Na gut. Der hat auch nur Äxte. Er spielt lieber mit einem Stock als mit einer Axt. Ein Stock ist das, was man bekommt, wenn man einen Speer so lange benutzt, bis er kaputt geht. Dann hat man nur einen Stock. So, jetzt habe ich nur noch Stock. Gucken, die anderen Slots habe ich... Ich habe auf 1 noch ein Schwert. Ah. Das Game geht noch eine ganze Weile. Also es ist halt Chapter 3 von 5. Wobei Chapter 5 nur ein Level hat, also es ist jetzt knapp die Hälfte. Aber in den Leveln, die noch kommen, habe ich ein paar Skips gefunden. Und ein paar Level sind auch nur ein einzelner Boss. Also ich kann es nicht genau abschätzen. Oh, ich will nicht so eine Kack-Axt haben, Alter. Come on, hombre. Haven't I taught you anything about looking deep into your soul? Let's take down this wall. So. Das nehme ich auch. Mal hier die Wand auf und dann ist das Level hoffentlich bald zu Ende. Hier kann man theoretisch auch skippen. Dann kann man die Gegner hier überspringen. Aber da ich so wenig Leben habe, will ich das jetzt nicht probieren. Weil da muss man sich hier hinstellen und muss wieder die Wand untersuchen und die wegspringen. Also das kann ich jetzt probieren. Dann muss ich direkt parryen, wenn es geht. Ich glaube, das ist wirklich das schwerste Level im Spiel. Einfach weil die Gegner hier so stark sind. So. War knapp, aber geschafft ist geschafft. Bestimmt ein D-Rang. Ja, D. Na gut, reicht mir. Jetzt kommt das Big Ass Door. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Level war, aber es ging um eine große Tür. We'll be there soon, men. Stay with me. Erstmal was trinken, ist wieder arschwarm hier. The veil, my young friend. What a monstrous gate. We're going to need an army of battering rams just to break it down. This gate has protected the inner city from assaults for centuries. But today it will give, with or without a battering ram. A ram is nothing compared to the weapon at our disposal. To Bale! My lord, you wish to set this gate ablaze in front of the entire army? Are you sure that's a good idea? The enormity of our task leaves us little choice this time.
We'll need to unify our strength. Alone, you could never hope to bring it down. But the four of us, together we have the power. So, finally see your handiwork. Well, one can't lurk in the shadows forever. Soldiers, fall back. Bartois, with me. Take position in front of the door. Esteban, I know you don't like this idea. Boniface is right. We have to put our strength together this one time. I suppose it's just a fancy door after all. You see, my dear Bartois, what we are capable of with only 4 of us? Think of the possibilities after we have amassed an entire army. I understand, my lord. Bring up the battering ram and finish the task. Let's get this over with, Esteban. The door must fall. Come on, warriors! Give it your all! Why did it have to rain today, of all days? Schwerstes Quicktime-Event aller Zeiten. Man hat so viel Zeit zum Reagieren. Das könnte sogar der fahren. This brings back memories, doesn't it? See, that fateful day is born. Achso, das ist das Level, wo man skippen Don't kann. forget to take cover when you see arrows. Okay. Also hier habe ich beim Testen einen Skip gefunden, da kann man das halbe Level überspringen, das werde ich auch machen. Take cover! Hombre, I'll say it again. I still don't want to die any more than you do. So, jetzt ist mir das Snipen dran. Auch kann da nicht mal ein Headshot bei sein oder sowas. Die könnten ruhig mal nach einem Schuss die Regelung kippen. Gut, jetzt habe ich gegen die Holzwand geschossen, obwohl es eigentlich vom Logischen her gar nicht gehen dürfte. Dass er beim Drehen da so gegenschießt. Ah, der hält sogar 3 Schuss aus. Na, wie sexy. Look out! It's raining arrows! Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man da nicht covert. Aber ich denke mal, dann stirbt man bestimmt. Das wäre so einigermaßen logisch. Esteban, help me burn this hoarding down. Die, fool! I'd love to, but we've got company! Let's split up the chores then. Cover me while I burn it down. So, weg mit deinem scheiß Kopf. Muss man den echt hier killen? Ich dachte, man kann jetzt schon weiterlaufen. Also das Ziel in dem Level ist halt, dass man an den Toren da die Dinger wegschießt, diese Holzteile, damit kein Verstärkung mehr kommt. Das müsste man jetzt theoretisch hier drüben nochmal machen. Und erstmal müsste man die hier alle noch killen. Aber wenn man hier so schießt, dann kann man das direkt überspringen. Ich guck mal hier. Dass Esteban mir eventuell mal hilft ein bisschen, das wäre sehr, sehr freundlich von ihm.
Natürlich hilft er mir nicht, weil er ein verfickter scheiß Haufen Dreck ist. Ich habe keine anderen Waffen. Auch nicht. So, jetzt ist er da abgelenkt. Muss ich theoretisch nur das abschießen, ne? So, und dann sollte jetzt das Level eigentlich geschafft sein. Oder auch nicht. Beim letzten Mal hat das geklappt. Vielleicht muss ich den Typen hier noch killen. Kann natürlich so sein. Everything collapsed again. Well, what can you do? Ansonsten müsste man jetzt dieses ganze schwule Minispiel nochmal machen, dass man da das Ding halt her schiebt. Und immer covert und dann auch Bogenschützen abschießen und so. Aber das kann man gut überspringen. So, jetzt kommt Trapped. Okay. Ein Neger. Der God of War ist da. Wretched infidels. You are not ready to walk on the dirt beneath your boots. Who is this madman? I am the warden of Constantinople. I am the champion of the Byzantine Empire. I am Tactikios Lente, and I will break you all. Champions of our Colosseums, not battlefields. Indeed. This is no playground, friend. Damned invaders, you will pay for your impudence in blood. He is blessed by the heavens, Esteban. This is not the curse as we know it. So, der Typ ist im Prinzip dasselbe wie die anderen hier alle mit dem Curse. Nur, dass er ja das Gegenteil ist. Also er ist halt sowas wie ein Gott-Typ. Keine Ahnung. Hilft ihm trotzdem nichts gegen die Stun-Kombo. So, tschüss. Coward! You're not escaping us! You are a mighty force indeed, trespassers. Master Tatakios, let us cover your retreat. Do not dishonor yourself with an unfair fight. Be wary, Varangians. They are much stronger than they seem, but no matter. The walls of the Yeticule will halt their advance. Templar, we will meet again. You do not belong to hell. Diese fetten Wikinger-Typen hier sind im Prinzip ein Gegner im Spiel. Die stärksten normalen Gegner. Die halten viel aus, haben ziemlich starke Waffen. Können gut kontern, also, aber man kriegt hier zum ersten Mal eine Zweihand-Axt. Zweihand-Äxte sind fast genauso gut wie Zweihand-Schwerter. Die machen ein bisschen weniger Schaden, glaube ich, haben längere Fatalities. Aber dafür leichtere Kombos. Also man muss mit dem Ding wirklich nur links klicken. Weil man mit 5-mal links klicken eine Stun-Kombo hat. Was total sinnfrei ist, aber es klappt. Gut. So, jetzt muss man da rüber klettern. Und dann kommt wieder ein relativ schwieriger Abschnitt. Da bin ich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, auch schon krepiert dran. Mittlerweile sollte ich es eigentlich können, aber es ist anspruchsvoll. Quite a reception! Those would have gone straight through my doublet. Yes, I'm afraid we're going to have trouble going through them.
Well, if there's one thing I have learned over the years, it's when you can't win, leave. So much for honor. C'est la vie. Honor has made more dead men than it has made victors. Which side are we supposed to run along, Dads? We don't have that many options. How many times must I tell you? Searching your soul might open up more options? So, also man muss jetzt alleine laufen, wenn man zu ihm rüber geht. Das geht, glaube ich, nicht, weil dann kommen Pfeile. We'll be skewered if we stick together. Ja, kann man nicht. Deswegen muss man hier lang und man ist wieder auf sich alleine gestellt. Und das Spiel wirft einfach unendlich viele Gegner nach einem. Das ist eine sehr gute Kombination, wenn man alleine ist und einfach ohne Ende Gegner kommt. Das heißt, man ist permanent im Kampf, kann sich also nicht heilen und muss deswegen gucken, dass man möglichst wenig kassiert. So, jetzt habe ich nur meinen Stock. Aber auch der Stock ist stark. So, der hat ein Zweihandschwert. Das will ich eigentlich von ihm klauen. Und wenn es geht, möglichst unbeschadet. Hey, ist unbeschadet. Naja, es ist alles tödlich, auch wenn du es nicht als Schwert benutzt. Du hast ja generell verschiedene Waffenklassen. Du hast Speere, du hast Schwerter, also Einhandschwerter, Zweihandschwerter, du hast Einhandäxte, Zweihandäxte, Einhand-Morgensterne, du hast ein Schild. Und das kannst du halt alles so kombinieren, wie du willst. Und das mit jedem Kampfstil kannst du, glaube ich, bis zu 12 Kombos freischalten oder so. Wenn du effektiv spielen willst, dann benutzt du aber immer nur die Zweihandwaffen mit den Stunlock-Kombos. Das ist am einfachsten. Wo ist denn den sein Zweihandschwert jetzt hingeflogen? Jetzt habe ich ihn kaputt ist. Aber das reicht, glaube ich. Ich finde, ein kaputtes Zweihandschwert ist immer noch besser als ein Einhandschwert. So, ein Zweihand-Axt ist auch in Ordnung. Ich hoffe, die droppt er diesmal. Ja, hat er. Ja, man kann dem Spiel auch Eis produzieren. Das ist das Easter Egg. Weil in Wirklichkeit sind alle Bösen in dem Spiel Eisverkäufer. So. Das hat ganz gut geklappt. Wenn man sich da nicht aufhalten lässt und einfach durchbratzt, dann flutscht das gut. Ich würde sagen, ein Level mache ich noch. Ich habe jetzt 9 Zeit und 2 Level schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt kommt das Stupid X-Level. Eigentlich ist das ein cooles Level, wenn nur die Äxte nicht wären. The usurper, Alexius III, both a traitor and a coward, took fright and ran away at the first sight of the crusading army. Alexius IV took advantage of the empty throne and reclaimed it, sharing power with his blinded father, Isaac II. As the Crusaders awaited their contractual payment of 200,000 marks, they settled into the Latin district of the city. Time passed. Days succeeded days, weeks to weeks, and months to months. Dens, my son, while waiting for the Crusade to rediscover its purpose and set sail for Jerusalem, investigated de Montferrat's deeds. Esteban made friends easily, and his shrewd bartering offered him and Dens a comfortable way of life. Alas, the information they sought kept slipping from their fingers. Despite de Montferrat's movements in Constantinople, the nature of his actions remained clandestine. It was clear that de Montferrat was looking for something, but the High Baron was too well guarded and Esteban had to keep his distance. Meanwhile, the relationship between the Crusaders and the Byzantines began to sour. The two factions could no longer dwell in the same city. Alexius IV negotiated for more time to gather their fee and settled them across the Bosporus in hopes of easing the mounting tension. In January 1204, a coup led by a man known as Merciful abruptly ended the agreement between the Crusaders and Alexius IV. Word reached the camp that Merciful had strangled Alexius IV, proclaimed himself Alexius V, and then killed Isaac II.
With no means of going home, much less the funding to set out for Jerusalem again, the Crusaders and the Venetians turned their gaze on the wealth that Constantinople had to offer them. In the end, they decided to take possession of its splendor by force. Ich finde diese Zeichnungen in diesen Zwischensequenzen sind eigentlich ziemlich cool gemacht. Also der die gemacht hat, der kann anscheinend ganz gut zeichnen. Ist immer noch Chapter 3, auch wenn es jetzt eine Zwischensequenz gab. How did you know this machine is not going to lose its balance and fall right over? I mean, we're pretty high up here. Oh, you mean to tell me that the agile and spry Esteban is afraid of heights? You should probably stop shaking, or you're going to miss all your shots. An elite marksman such as I? Wasn't I there to help you win that tournament? You know, I'd wager the reason we were chosen for this mission is because de Villadois saw my perfect aim. He knows that when he needs a crossbow, I'm the man to shoot it. So it's your fault we're on the front lines. I'll keep that in mind. Hands! Archers! And they have flaming arrows! We'll have to take them down quickly, Esteban. Nein, Herr Nox, du solltest dir diesen Anime lieber nicht nochmal anschauen. Du solltest dir stattdessen lieber mal den Manga durchlesen, weil Mangas immer besser sind als der Anime. Das ist bei allen so. Those archers are aiming for the tower! What do you want me to say? Shoot them! We can't let that stuff hit us, or this tower will go up like parchment! So, das ist auch sehr fair hier. Man spawnt und wird direkt angegriffen. Man kann eigentlich nichts dagegen machen. Und wir sehen schon, es liegen Äxte auf dem Boden. Das ist sehr spaßig, weil Äxte ganz toll sind. Ich habe halt nur dieses eine Kackschwert hier am Anfang. Das muss ich so lange benutzen, bis es nicht mehr geht. Also ich weiß nicht, ich schaue mir lieber einen vollständigen Manga an, als diese ganzen unvollständigen Animes. So. Noch habe ich meinen Griff. Also gibt's mit dem Griff so lange in die Fresse, wie es geht. Auf Hard kann man das ganze Level mit dem Schwertgriff machen. Aber hier, glaube ich, wird das nichts, weil ich auch parieren muss. So. Los idiotas! That was close. Remind me to knock some sense into them when we get back to the camp. Did I remind you? We are on the same side? Very unfortunate, hombre. We'll never get down this way now. Don't worry. Looks like they managed to destroy the central tower as well. Now the path on the other side will be clear. Good. I hope they stop pounding us. We're not cattle.
So, jetzt geht's wieder zurück. Yet you are as sensitive as a Spanish cow? Das heißt, ich werde mir jetzt mal eine Axt nehmen. Man muss jetzt damit diese überaus hässlichen Kombos probieren. Gib mir mal noch eine. Nehme ich 2 Äxte. Die, you dogs! Ach, das sind meine Verbündeten hier. Gut, dann toleriere ich die einfach mal. Kann sie ja so oder so nicht killen. After them! So, dieser Raum hier ist tricky. Ich kill erstmal die Gegner und erkläre dann, warum der so besonders ist. Also man sieht da rechts diesen kleinen Nebenraum hinter den Gittern. Wenn man da reingeht, kann es sein, dass diese befreundeten NPCs sich einfach hier so in dem Tor, also beziehungsweise in dem kleinen Durchgang hier feststacken und man dann nicht mehr rauskommt. Hatte ich schon, ist extrem cool. Lala. Ne, ich bin hier falsch. Hier gibt es nur einen Koffer. Ich muss hier hinten weiter. Damn your crusade! Archers, time for the crossbow. Ich glaube, die kann man auch skippen. Spart man aber nicht wirklich Zeit, wenn man einfach weiter rennt, weil die einen dann abschießen, dann ist man so ein bisschen gestaggert. Von daher kill ich die einfach. So. Ich glaube, gleich kommt dann noch einmal ein Gegner, der eine Zweihand-Axt droppt. Das ist immerhin schon mal ein kleiner Schritt nach vorne im Vergleich zu diesem Einhand-Axt-Scheißzeug. Wo ist denn hier noch eine? Ich brauche 2. Naja, gut, ich gehe einfach weiter. Geht nicht. Ich muss töten. So. Ist jetzt alles weg? Open the Portcullis. So, jetzt kommt hier eine ganze Menge an. Da hoffe ich mal, dass Esteban sich wenigstens ein paar nimmt und die tankt. Der ja die Zweihand-Axt. Wo war die? Hier. So. Nehme ich einfach das Ding. Also die Einhand-Äxte sind ja vom Schaden her gar nicht so verkehrt. Das hat man vielleicht auch gesehen, die machen extrem viel Schaden. Aber die gehen so schnell kaputt, sind relativ langsam. Und die können nicht so gut stunlocken wie die anderen Waffen. Was ist denn hier ein Tording da drüben? So, dann dreht mal. Excellent! My superior military strategy triumphs for us all! And the battlement is taken! Well done, soldiers! His strategy, my eye. That bastardo almost got us crushed by his trebuchets. Superior tactics indeed.
I'm sure they'll name this courtyard after him. We'll see. The courtyard de Pander. A great man, deserving of his place in history. He will be remembered for these shrubberies. Ich habe sogar die 3 Untoten gekillt. Interessant. Ein S-Rang. Nett. So, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal zum Main-Menü zurück. Dann bedanke ich mich bei Nox fürs Zusehen. Und wenn das hier irgendwann auf YouTube steht, auch bei den paar Leuten, die sich das hier bis zu Ende angesehen haben. Dann gucken, wie viel kommt dann noch dazu als das. Okay. Das sind noch 5 Level in dem Chapter. 7 Level im nächsten. 5, 7, 1 sind wir bei 13 Level. 13 Level kommen noch. Gut. Ich denke, das geht beim nächsten Mal in 2 Stunden durch. Dann bis dahin. Tschüss.